Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr Lahmacun bzw. türkische Pizza zu Hause selber machen könnt. Als erstes bereiten wir dafür einen Hefeteig vor, dazu einen halben Würfel Hefe und 250 ml lauwarmes Wasser, außerdem ein Esslöffel Zucker, mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Hefe und Zucker im Wasser aufgelöst haben. Danach 500 Gramm Mehl in eine Rührschüssel geben, das reicht für insgesamt 10 türkische Pizzen. Das Hefewasser zum Mehl gießen, außerdem ein Teelöffel Salz und einen guten Schuss Olivenöl dazugeben. Und danach alle Zutaten entweder mit den Händen oder einer Küchenmaschine zu einem glatten Teig verkneten. Das dauert ca. 5 bis 10 Minuten. Und der Teig ist fertig, sobald man mit den Fingern hineinstechen kann, ohne dass was kleben bleibt, so wie hier. Dann eine Kugel aus dem Teig formen, wieder zurück in die Rührschüssel geben, ungefähr einen Esslöffel Olivenöl auf den Teig träufeln und dann rundherum damit einreiben. Danach mit einem Küchentuch bedeckt, mindestens 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. In der Zwischenzeit können wir die Hackmasse zubereiten. Dafür zunächst ein Bund Petersilie fein hacken. Dann brauchen wir eine Rührschüssel und eine Reibe. 2 Zwiebeln abziehen und mit der Reibe fein reiben. Danach 2 rote Paprikaschoten waschen, entkernen und ebenfalls fein reiben. Zwei Knoblauchzehen abziehen und zu den Zwiebeln und Paprika pressen. Dann eine Dose gehackte Tomaten, 2 Esslöffel Tomatenmark, ein Esslöffel Sambal Oelek, das ist so eine Chili-Paste, und 500 Gramm Rinderhackfleisch dazugeben. Jetzt würzen wir das Ganze noch mit einer ordentlichen Prise Salz, je 1 bis 2 Teelöffel Oregano und Kumin, einer ordentlichen Prise Pfeffer und einer Prise Zucker, und außerdem geben wir die fein gehackte Petersilie dazu. Jetzt alles mit den Händen vermengen, bis eine homogene Hackmasse entstanden ist und sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Das Hackfleisch danach zur Seite stellen, den aufgegangenen Hefeteig nach ungefähr 30 Minuten Ruhezeit auf eine Arbeitsplatte geben. Dann nochmal kurz durchkneten. Danach eine längliche Wurst aus dem Teig formen und in ca.
10 gleich große Stücke schneiden. Jedes Teigstück danach zu einer kleinen Kugel formen. Dann die Arbeitsplatte etwas einmehlen und die Teigkugeln anschließend mit einem Nudelholz ganz flach und dünn ausrollen. Ich gebe den ausgerollten Teigfladen jetzt auf meine Pizzaschaufel, weil ich die Lammatschung später auf meinem Pizzastein ausbacke. Ihr könnt aber jetzt auch einfach die Teigfladen auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech legen. Danach etwa 2 bis 3 Esslöffel der Hackmasse auf den Teig geben, alles gleichmäßig verteilen, das Hackfleisch etwas andrücken und danach für etwa 5 bis 7 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 250 Grad abbacken. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze auch in einer Pfanne machen. Dafür die belegten Pizzen einfach 4 bis 5 Minuten in einer Pfanne mit Deckel fertig backen. Die fertig gegarten Lammatschung dann übereinander stapeln und mit einem Deckel abdecken. Dann kann man sie später besser ausrollen. Wenn ihr sie knusprig haben wollt, einfach nicht abdecken bzw. ohne Deckel lagern. So sehen die fertigen Lammatschung aus. Danach einfach noch mit etwas gemischtem Salat und einem Tzatziki belegen und servieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.